Heute geht es um den Einbau und das Testen von diesem Media Dashboard. Und ich werde das jetzt einfach mal aus der einfachen Verpackung nehmen. Es ist jetzt kein teures Teil, es kostet unter 20 Euro. Und ich nehme es jetzt mal hier, es ist nochmal in Plastik eingepackt, aber das war es auch schon. Kein weiterer Schutz. Hier mit verschiedenen Anschlüssen vorne, eigentlich alles, was ich so brauchte. Deswegen habe ich das mal bestellt und will es jetzt mal ausprobieren. Ist aus Kunststoff und hat hinten sämtliche Kabel für die Anschlüsse. Und das werden wir jetzt mal hier in diesen Computer einbauen. Wir haben hier vorne die 5,25 Zoll Blenden, die wir rausnehmen müssen. Wir können es einbauen, wo wir wollen. Das könnt ihr euch dann auch aussuchen, wo ihr das benötigt, auf welcher Höhe. Ist eigentlich relativ egal. Und hier würde ich das nun einbauen. Dafür geht es nun ans Gehäuse. Wir müssen das Gehäuse öffnen des Computers, damit wir innen auch entsprechend die Verkabelung vornehmen können. Dazu entferne ich hier hinten die Schrauben, sodass wir dann seitlich das Gehäuse öffnen können. Und es ist wichtig, dass wir hier auf beiden Seiten das Gehäuse öffnen, denn wir müssen das Media Dashboard entsprechend beidseitig festschrauben. So, die eine Seite haben wir schon runter. Das Ganze wird dann auch auf der anderen Seite gemacht und so haben wir den entsprechenden Zugang. Jetzt können wir uns das neue Bauteil einmal ansehen, was wir hier für Kabel haben. Ich habe mir überlegt, wir nehmen hier diese Blende. Das heißt, ich gehe jetzt von innen und drücke diese Kunststoffblende einfach mal raus. Ja, oder die da oben, ist auch egal. Jetzt die Kabel vorsichtig durchschieben. Also am besten von außen nach innen einbauen und nicht andersrum. Das wird schwierig, das von innen reinzuschieben. So, jetzt schieben wir es einfach so rein. Das muss jetzt noch gar nicht genau passen. Als erstes haben wir jetzt innen die Kabel, die roten, das sind die SATA-Kabel. SATA steht da drauf. Und wenn ihr jetzt noch freie Steckplätze habt auf eurem Mainboard, steckt die da einfach rein. Da muss man nicht groß konfigurieren. Das regelt sich eigentlich von selbst. Wir stecken die einfach mal dort hinein. Das ist eigentlich einfach. Da ist auch keine Verriegelung oder sowas nötig. So, dann haben wir das erste schon mal gemacht. Als nächstes der Audiostecker. Denn das Panel, also das Dashboard, hat auch Audio, also Ausgang für Kopfhörer oder Eingang Mikrofon. Und hier auf meinem Mainboard ist hier der Steckplatz hier ganz hinten unten. Das Kabel, die Länge, das reicht gerade so. Also ein größeres Case darf man dafür nicht haben. Das passt gerade so richtig, dass das da auch dran kommt. So, jetzt haben wir hier einen USB 3 Stecker. So sieht der aus. Das ist meistens blau. Alle meine Anschlüsse sind irgendwie hier unten am Mainboard. Hier ist der USB 3 Anschluss. Und da versuche ich jetzt mal diesen Stecker entsprechend reinzustecken. Alle diese Stecker passen nur in eine Richtung. Da müsst ihr euch entsprechend an die Pins halten oder hier an die Aussparung, sodass man genau sieht, der Stecker passt. Hier ist noch ein USB-Stecker für USB 2.0, denn auch davon hat das Dashboard entsprechende, ich glaube 6 Stück sogar. Es passt auch immer nur eine Richtung, guckt da genau auf die Pins. So, jetzt haben wir noch einen Stecker übrig, das ist der Stromstecker, also die Versorgung mit 12 und 5 Volt. Und da findet ihr hier diesen Stecker an eurem Netzteil, mit dem ihr das einfach verbinden könnt. Das passt auch wiederum nur in eine Richtung. Das kann man also alles nicht falsch anschließen. Ja, man kann das hier jetzt noch ein bisschen besser aufräumen. Ich stecke das jetzt einfach erstmal so hier rein. Könnt ihr natürlich schön mit Kabelbindern euch das alles ein bisschen zurecht machen. Wichtig ist, dass keine Kabel in irgendwelche Gebläse fallen und dann ist das schon okay. So, jetzt schieben wir das ganz rein, bis man hier so sieht, ah ja, da sind die Löcher. Denn wir müssen jetzt ja das Ganze noch mit Schrauben fixieren, damit das nicht rausfällt oder sich reindrückt, wenn man jetzt irgendwas nutzen will. So, hier haben wir es auf der Seite schon mal festgeschraubt. Die Schrauben sind ja dabei gewesen. Auf der anderen Seite ist hier ein Loch, wo wir eine Schraube reinmachen können.
So, das haben wir auch. Und hier ist noch ein zweites Loch. Also je mehr Schrauben, desto besser. Maximal 4 sind dabei. Und ja, dann haben wir das jetzt soweit fixiert. Ja, mach den noch mal ein bisschen. So. Das heißt, wir haben das jetzt soweit eingebaut. Das passt auch. Die Seitenteile wieder zugemacht. Das Case wieder geschlossen. Schrauben wieder rein. So ist richtig. Und das Ganze auf beiden Seiten natürlich mit den Gehäuseschrauben wieder fixieren. So, jetzt mal schnell die Kabel alle wieder angesteckt, denn wir wollen das Ganze ja auch einmal ausprobieren, ob das so den Vorstellungen entspricht. Ja, da ist erstmal alles drin. Maschine hochgefahren, läuft auch noch toll. Und man sieht jetzt hier schon, Installieren von Gerätesoftware kann verwendet werden. Das heißt, ich habe jetzt nichts extra installiert. So, jetzt wollen wir es mal testen. Wir haben hier zum Beispiel einen SD-Steckplatz. Da stecke ich jetzt mal die SD-Karte von meiner Kamera rein. Das ist jetzt keine nagelneue Karte. Also die Übertragungsrate ist sowieso nicht so gut, aber wir testen das jetzt hier. Ich kopiere mal was auf meinen Desktop und wir haben über 20 MB pro Sekunde. Das ist von der Sache her schon mal nicht schlecht. Hier nochmal eine neuere SD-Karte, ziemlich aktuelle, mit Adapter, funktioniert also auch hier. Ist im Grunde kein Problem, kann man nutzen. So, und hier haben wir schon ja, über 40 MB pro Sekunde Übertragungsrate auf den Desktop von der GoPro SD. Das ist doch okay. Jetzt habe ich hier noch die externe Festplatte, eine 3.0 USB Anschluss, den stecke ich hier rein und starte dann die Festplatte einmal und dann wollen wir auch mal schauen, was wir hier für Übertragung haben. Ich ziehe mir hier was auf meinen Desktop und das geht doch schon relativ schnell. Wir haben über 400 MB pro Sekunde und das ist doch eigentlich ganz ordentlich. Und so kann ich halt jetzt direkt von der SD-Karte auch an die Festplatte schicken. So, jetzt testen wir noch einmal den Sound. Denn wir wollen ja auch sicher gehen, dass das geht. Hört sich gut an. Und ich habe jetzt hier noch einen Tipp für euch. Wenn ihr diesen Adapter besorgt, der kostet nicht viel, dann könnt ihr die beiden Anschlüsse nutzen hier. Das ist einmal grün und rot, Ausgang und Mikro. Und dann kann man dort ans andere Ende einfach sein Handy-Headset anschließen. Und so Musik hören, aber auch das Mikrofon nutzen für was auch immer. Zum Beispiel, wenn man jetzt über Skype am PC was nutzen möchte. Mikro habe ich getestet, funktioniert auch. Kurz nochmal USB 2, da gibt es auch die Möglichkeit, einfach das Handy zu laden. Funktioniert auch einwandfrei. Ja, das heißt, alles in allem würde ich sagen, dieses günstige Media Dashboard funktioniert. Für meine Belange völlig ausreichend. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen. Produktlinks findet ihr in der Videobeschreibung. Über Kommentare würde ich mich sehr freuen. Bitte lasst ein Like da und schaut auch auf meinem Kanal vorbei. Abonnieren nicht vergessen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.